Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es geht endlich weiter. Die Reihe, wo ich alle meine Platten, alle meine Pressungen von einer Platte von KISS zeige. Also im Prinzip ja alle Pressungen, die ich besitze von Love Gun. Das gucken wir uns nach dem Intro einmal an. Jo, wir starten erstmal mit den neueren Varianten, bevor wir halt zu den alten Versionen gehen und dann halt zu den, ich sag mal so, meine für mich Highlights. Aber auch bei den neuen sind schon Highlights dabei. Also wir starten hier einmal mit dieser Limited Edition Color Vinyl, weil die finde ich persönlich auch richtig gut. Das ist eine Neuauflage, die man, glaube ich, auch immer noch bekommt. Nennt sich irgendwie Tangerine Splatter, glaube ich, oder so. Da seht ihr, kommt mit diesen typischen Innenhüllen, mit diesem blutigen KISS-Logo. Und dann haben wir hier diese sehr, sehr schöne Tangerine Splatter in diesem leuchtenden Orange. Ist auf dem Video vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen, aber die ist wirklich wunderschön orange mit diesen blauen Splatter-Dingern da drin. Sieht wirklich echt richtig gut aus. Eine der schöneren Neupressungen, wie ich finde. Tolle Version, also wer die Chance hat, da nochmal ranzukommen, holt sie euch. Ich glaube, sie ist immer noch zu bekommen. Ja, cooles Teil. Dann geht es mit der hier weiter. Das ist auch eine Neupressung. Ich habe sie noch in Folie drin. Ihr seht es, kann man hier natürlich trotzdem rausnehmen. Ist, glaube ich bin der Meinung, die 2014er Version. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben hier diesen, ja, die Love Gun Pistole im Prinzip drin. Als Pappversion einmal richtig schön neu. Wir haben hier das Innencover auch wieder mit diesem blutigen KISS-Logo. Und dann kommt hier einmal einfach neues schwarzes Vinyl. Das sieht auch richtig schick aus. Tolle neue Variante, besonders dass die ja, Waffe mit drin ist, ist natürlich ein Knaller. Hinten bei der Waffe seht ihr auch, habt ihr noch so ein paar Faltlinien und Klebelinien und all so ein Kram. Also das ist wirklich schön gemacht. Ich zeige euch nachher eine fertige Version, weil ich besitze die alte Variante, aber die ist leider schon geklebt, nicht mehr ganz so schöner Zustand, aber ich bin froh, sie überhaupt zu besitzen. Ja, dann eine Variante, die jetzt nicht so nagelneu ist, aber es ist eine Picture Disc Variante. Ich weiß gar nicht, wann genau die rauskam. Ist eine Limited Edition und ich besitze hier, ihr seht es vielleicht da, die nummerierte Variante. Ist hier in Silber kaum zu erkennen, aber es ist die halt seltenere nummerierte Variante. Es gab die auch einmal, ich glaube aus Holland, identisch, aber ohne Nummer. Die sind dann auch schon teuer, aber nicht ganz so teuer wie die mit der Nummer drauf. Also da bin ich auch sehr, sehr glücklich, die zu haben. Schönes Teil. Jo, es gibt natürlich auch nicht offizielle Pressungen. Das ist dieses Teil hier. Man sieht schon so ein bisschen, der Druck ist nicht ganz so toll auf dem Cover. Aber was hier sehr, sehr cool ist, wir holen das Ganze mal raus, ist das Poster, was dabei ist. Da gibt es ja so einige Albenversionen, die so rausgekommen sind. Und da ist immer so ein Poster mit bei. Das finde ich persönlich sehr genial. Gerade hier das Love Gun Poster sieht toll aus. Und die kommen dann in verschiedenen Farben, gibt es da, glaube ich. Meine ist, ja, keine Ahnung, Müllgrau vergammelt. Sie ist nicht wirklich schön, trotzdem eine coole Platte. Gerade wegen dem Poster finde ich das sehr, sehr lohnenswert, sich diese nicht offiziellen zu holen. Ja, kommen wir jetzt zu älteren Originalpressungen. Hier geht es dann los mit dem Original-Logo. Ich muss jetzt immer ein bisschen gucken, was ich hier genau in der Hand habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist US-Pressung vielleicht, wir schauen da mal rein, ja, das müsste die US-Pressung sein. Da seht ihr auch das Innencover wieder mit dabei. Wir haben hier eine dünne Scheibe, die mit großem KISS-Logo drauf ist, Love Gun hier drunter. Das Ganze sieht nach US-Pressung aus. Ich muss jetzt mal das rausholen, was hier nämlich das Highlight drin ist. Ich habe es eben erwähnt. Holen wir das Ding einmal raus. Da ist sie nämlich. Ich habe hier eine Love Gun mit dabei. Ich nehme das mal raus, dann sehen wir es besser so. Da seht ihr es. Es ist sogar komplett. Ich kann nämlich das hier rausmachen. Das ist leider gerissen. Aber ich kann das Bang hier rausholen. Das war damals aus Papier anscheinend. Die Originalwaffe. Sehr, sehr nett mit dem Bang-Teil. Ich bin sehr glücklich.
dass ich die habe. Die hat damals hier anscheinend jemand gebaut und geklebt. Ja, keine Ahnung, ob das Original ist. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob das Originalpapier war. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier ein Original habe. Ja, kommen wir zur nächsten. Auch wieder mit Original-Logo. Das ganze Cover ist ein bisschen dunkler. Hier ist jetzt nichts weiter bei, aber hier sieht man den Unterschied, glaube ich, ganz gut. Hier ist nämlich die Love Gun Figuren, die Band, gezeichnet drauf. Hier ist dann irgendwie das Ganze anders vom Label her. Das Ganze ist eine deutsche Veröffentlichung. Bellaphone steht hier. Genau, Bellaphone. Das ist eine deutsche Version, die halt mit Original-Logo daherkommt. Ja, weiter geht's, auch wieder Original-Logo. Das Ganze aber habe ich euch neulich schon im Haul gezeigt. Was ganz Besonderes war, glaube ich, eine belgische Variante. Und zwar sind hier die Titel in Gelb. Ich zeige euch das nochmal zum Vergleich. Da haben wir rot und da haben wir gelbe Titel, was das Ganze extrem besonders macht. Ich kannte das vorher gar nicht. Habe ich durch Zufall vor ein paar Wochen bei eBay entdeckt. Bin ich richtig glücklich, die zu haben. Ich glaube, hier stand irgendwo drauf, wo die herkommt. Auch da seht ihr, habe ich einen fetten Fettfleck auf dem Label leider. Und hier stand, glaube ich, irgendwas mit Belgien oder so. Ich muss gerade mal gucken. Oder habe ich das bei Discogs gesehen? Irgendwo habe ich es gesehen, dass das, glaube ich, eine belgische Variante war. 100% kann ich es euch jetzt nicht mehr sagen. Ich vergesse sowas mittlerweile auch ganz gerne mal wieder, wenn ich nicht immer wieder nachgucke. Aber ich glaube, es war Belgien. Sollte ich falsch liegen, schreibt es mir gerne rein. Auf jeden Fall cooles Teil mit gelber Schrift hinten drauf. Ja, weiter geht's. Die ist etwas schlimmer vom Zustand. Das Ganze hinten auch wieder Bellaphone mit dunkler Schrift. Ich glaube, es ist einfach dieselbe deutsche Variante. Die ist auch extrem zerkratzt. Genau, es ist auch eine deutsche Version. Warum ich die noch mit in der Sammlung habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich könnte sie eigentlich aussortieren. Sie ist nicht sehr gut vom Zustand her. Ich sehe da, glaube ich, keinen Unterschied. Ich muss die beiden nochmal vergleichen. Dann kann ich sie eigentlich aussortieren. Das Cover ist wirklich echt im schlimmen Zustand. Ja, die nächste Variante, hinten steht drauf Printed in Netherlands. Was ich hier sehr, sehr schön finde, ist, es ist wenig drauf gedruckt hinten an Schriftkram. Also die ist wirklich mal, dass das Rückbild sehr, sehr spartanisch, finde ich mega schön. Das Ganze kommt dann hier ja, mit irgendeiner Innenhülle, die, glaube ich, ersetzt wurde. Und dann haben wir hier die Platte mit dem Label. Und das Ganze scheint dann wirklich, ja, Netherlands zu sein. Ich erkenne es doch, Made in Holland, da steht es ja ganz, ganz fett. Also das definitiv eine holländische Variante. Sehr cool. Die ist auch wirklich in einem echt wunderschönen Zustand. Auch das Vinyl, da bin ich sehr glücklich. Und vor allem, dass das Cover hinten so cool aussieht, finde ich an der Version sehr schön. Kommen wir zur letzten älteren Version mit Originallogo. Sieht von vorne auch wieder identisch aus, aber das Ganze hier ist eine italienische Pressung. Das ja, hier ist leider raufgekriegelt worden, habe ich ganz gut wegbekommen, die Schrift. Man sieht ein bisschen Farbe abgerubbelt. Das passiert, wenn man mit Micellenwasser zu viel dran rumrubbelt. Aber besser als das Schriftteil, muss ich definitiv sagen. Ja, da seht ihr es, das Ganze aus Italien. Ich kann es jetzt hier nicht so richtig erkennen. Irgendwo da, Made in Italy, genau. Da steht's, sehr cooles Teil. Auch die bin ich wirklich glücklich, dass die in meiner Sammlung ist. Bin ja mittlerweile nun viel auf der Jagd nach Ländervarianten. Und ja, wenn man dann sowas hat, ist das irgendwie immer cool. Ja, kommen wir zu zensierten Varianten, also mit dem gedrehten Z-Logo. Da habe ich hier eine. Das Ganze ist aus dem Hause Phonogram. Was man hier ganz gut sieht, hier sind hinten die Titelzeiten mit drauf gedruckt. Das haben die ganzen anderen nicht mit Originallogo. Das ist schon mal ein großer Unterschied bei diesen Pressungen. Dann holen wir das Ganze mal raus. Und da seht ihr, das sieht so aus und ist dann aber trotzdem Made in Holland, aber glaube ich auch für den deutschen Markt. Also das Ding, holländische Pressung, aber für den deutschen Markt, so wie es aussieht, sehr cool. Ich habe hier, glaube ich, auch noch die Original-Innenhülle, wenn ich das richtig sehe. Und ja,
schönes Ding. Oder ob das die Original-Innenhülle ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob damals hier auch die farbigen bei waren mit dem blutigen KISS-Logo. Aber das Ding sieht gut aus. Jo, dann habe ich das ganze Teil nochmal im etwas schlechteren Zustand. Warum habe ich die behalten? Das kann ich euch ganz gut sagen, es ist meine. Das ist meine Platte aus meiner Jugend, Kindheit fast, muss ich sagen. Die gebe ich natürlich nicht weg, die erkenne ich gut an den ganzen Schrammen und Kanten, aber ist auch die aus dem Hause Phonogram, holländische Pressung, die habe ich hier nochmal, ist halt einfach meine Platte. Jo, weiter geht's. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wo hier der große Unterschied ist, auch aus dem Hause Phonogram. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Die sieht nämlich wesentlich dunkler aus, ansonsten ist alles relativ gleich. Ich muss mal gucken, ob da jetzt ein Unterschied war oder ob das auch einfach nur eine schöne Pressung noch ist. Da haben wir auch, das ist eine richtig Made in West Germany. Genau, das ist eine richtig deutsche Pressung. Label ist anders, deswegen habe ich sie natürlich aufgehoben. Normal habe ich nicht so viele Doppelte, also eigentlich nur dann, wenn es meine eigene noch ist, die ich dann behalte, wenn sie im schlechteren Zustand ist und ich eine bessere bekomme. Aber das hier ist halt dann die Made in West Germany Variante. Jetzt kommt ein skurriles Teil. Ich glaube, es ist auch eine Japan-Pressung, eine Japan-Neupressung. Hat da oben diesen Gold Record Award Sticker. Das Ganze hinten, ja, sieht so aus. Und dann holen wir das mal raus, haben wir auch ein Innenteil bedruckt und innen drin ist diese typische japanische Folie. Und dann kommt diese Platte. Ich finde das Label wirklich sehr schön, weil KISS groß drauf steht, Love Gun groß drauf steht und ja, ich weiß nicht genau, hier steht zwar Made in USA, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das eine USA-Nachpressung oder war das irgendwas aus Japan? Da muss ich echt sagen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Japan komme, aber ich glaube, ich hatte irgendwo sowas gesehen und war da so ein bisschen ins Stocken gekommen. Vielleicht wisst ihr ein bisschen besser, was das hier für eine Pressung ist. Genau, hier bin ich auf Japan gekommen. Da unten steht es nämlich. Ups, ich hoffe, man kann es sehen. Distributed by Songchong Trading Co. Hongkong. Deswegen war ich mir jetzt nicht so sicher, was das hier wirklich ist. Ist ein wildes Teil, aber auf jeden Fall ja auch eine coole Variante. Und wenn wir dann schon bei Japan-Pressungen sind, machen wir natürlich weiter. Hier Love Gun mit Obi. Sehr, sehr schön. Kommen natürlich in diesen Klappcover, wo man das Innencover dann im Prinzip hier drauf hat. Dann ist das Ganze natürlich mit Beilagen versehen, wie immer bei den japanischen Pressungen. Da habe ich nämlich hier einmal den Werbeeinleger. Sehr nice, ist nicht oft dabei. Und dann haben wir dieses japanische Textbooklet dabei, auch sehr cool mit englischen und japanischen Titeln immer. Richtig gut. Und innen drin das Ganze wieder in dieser typischen Folie. Und so sieht dann die Scheibe aus. Super schöner Zustand. Die ist wirklich tadellos. Bin ich sehr happy. Ich lasse hier einmal kurz liegen, damit ihr den Unterschied seht. Weil hier ist nämlich die nächste Japan-Pressung. Die hat einen anderen Obi. Der ist nämlich etwas breiter. Und ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob der hier nicht beschnitten wurde, weil es ist so ein bisschen krumm und schief. Ich habe das Gefühl, dass da jemand einfach diesen anderen Schriftzug abgeschnitten hat, weil es ist relativ identisch alles. Keine Ahnung, obwohl wir können ja innen mal vergleichen. Ja, es sieht mir wirklich sehr abgeschnitten aus. Ich glaube, ich habe hier keine Sondervariante. Ich glaube, ich habe hier einfach nur eine Schummelvariante mit beschnittenem Obi. Weil innen drin Booklet ist mit dabei, Scheibe auch identisch. Also ja, das ist anscheinend wirklich einfach nur beschnibbelt worden, was mir jetzt gerade wirklich in diesem Videodrehmoment auffällt. Ja, was soll's. Bisschen schade, sieht dadurch anders aus. Ich behalte sie trotzdem. Aber das Ganze gibt es doch noch in einer anderen Variante, weil hier habe ich nämlich einen gelben Obi dran. Und das ist auch keine klappbare Variante, sondern einfach eine Single-Variante. Auch das kommt
mit einem Booklet. Ich glaube, das ist identisch, oder? Nee, das sieht anders aus innen anscheinend, weil da ist dieses Dynasty-Bild mit drin. Und die Vinylscheibe kommt auch ohne Band drauf. Also da definitiv doch eine Änderung oder halt einen Unterschied. Sehr, sehr cool. Da ist wirklich einiges dann anders als bei der roten Obi-Variante. Ja, so langsam kommen wir zum Ende. Hier ist die Korea-Pressung, die ich ja auf der Börse in Holland letztens gekauft habe. Geklebt mit Tape. Leider, wir haben hier hinten, sieht das Ganze so aus. Die Korea-Pressungen sind wirklich wilde Dinger. Und dann haben wir hier die Scheibe, da seht ihr es, Love Gun, ist aber richtig dickes Vinyl, toller Zustand. Die Hüllen aus Korea natürlich immer ja, ein kleiner Wermutstropfen. Ich finde es trotzdem irgendwie cool, weil es ist echt was Besonderes. Und dann kommen wir zu meinem Highlight. Das ist nämlich Revolver de Amor und das ist eine argentinische Variante. Und die persönlich, ja, hat es mir sehr angetan, gerade wegen dieser Umbenennung. Es gibt, glaube ich, auch noch Destroyer, die heißt dann Destructor. Hier ist ein Sticker drauf. Hinten sieht das Ganze auch komplett anders aus von der Aufmachung her. Sehr, sehr cooles Teil. Wir gucken uns das Vinyl einmal an. Da bin ich wirklich echt mega, mega happy, die zu haben. Da seht ihr auch Revolver de Amor auf dem Label drauf. Und ja, schöne, schöne Scheibe und gehört zu meinem Highlight dieser Love Gun Reihe hier. Ja, und mit diesem wunderschönen Stück beende ich auch dieses Video. Es war lang genug. Es sind eine Menge Love Gun Pressungen. Es ist jetzt nicht die Platte, die ich am meisten habe, aber auch einige davon habe. Also es sind nicht wenige. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr ein, zwei mehr Infos habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und lasst ein Abo da, einen Daumen da. Guckt gerne mal bei meiner Kanalmitgliedschaft vorbei, wenn ihr Bock habt auf den Vinyl Army Aufnäher. Da würde ich mich auch immer freuen über ja, jeden, der mich unterstützt. Finde ich auch immer super. Und auch danke an alle, die mich unterstützen, die es schon machen. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut mich total, dass ihr meinen Kanal wirklich mögt, unterstützt und das gerne schaut, was ich hier mache. Jetzt bin ich raus. Keep on rockin'. Tschüss.